Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten Erfahrungsbericht von meinem Valimex Pro C15, einem Gimbal-Stativkopf, den ich bestellt habe für mein 600er Sigma Teleobjektiv. Ich habe bisher mein altes Manfrotto Gestell, welches sehr stabil ist, mit einem Videokopf obendrauf. Aber der Videokopf alleine ist 1 Kilo schwer. Der Gimbal von Valimex ist immerhin nur 820 Gramm und bietet mit dem Tele eine gute Ausbalancierung. Geliefert wird das Ganze in so einer Tasche. Die hat aber eigentlich nach dem Zusammenbau von mir aus gesehen keinen Zweck mehr, weil ihr bringt den Stativkopf, ohne dass ihr die Teleobjektivhalterung Platte abnehmt, bringt ihr den nie mehr in die Tasche rein. Eben meinen alten Videokopf da, den brauche ich jetzt nicht mehr, dieses Monster. Für die Montage habt ihr eine normale 3/8 Zoll Schraube, wie sie bei Fotostativen üblich ist. Es hat im Packungsumfang des Gimbals auch eine Reduktion, damit ihr die kleineren Zollschrauben nehmen könnt. Aber bei dem Gewicht, das hier dann drauf kommt, finde ich das ein bisschen zu viel gepokert. Da bleibe ich doch lieber beim stabilen 3/8 Zoll. Das ist auch der Grund, warum ich mir nicht einen billigen Gimbal aus China bestellt habe, weil ich hänge an meinem Teleobjektiv und will das nicht irgendwo einem nachgebauten billigen China-Schrott anvertrauen. Deshalb habe ich mir das von Valimex bestellt. Wie das so bei Unboxings üblich ist, habe ich natürlich ein bisschen geflunkert. Ich habe die Führungsschiene schon bereits am Teleobjektiv befestigt mit einer wirklich stabilen Schraube. Ihr seht, es gibt hier noch den Schlitz, damit ihr den Schwerpunkt verstellen könnt. Für mich ist es praktisch die hinterste Position. Was ich auch gemacht habe, was ich schon bereits gelernt habe aus anderen YouTube-Videos, ist eine der Schrauben zu entfernen, welche dann hier drin den Anschlag bilden. Weil wenn ihr beide Schrauben drin habt, dann könnt ihr die Führungsschiene gar nicht mehr rausnehmen. Und da muss sich dann jeder selbst überlegen. Ich habe mich jetzt entschieden, ich will das Stativ immer gegen vorne rausnehmen. Somit habe ich die hintere Halterungsschiene entfernt. Und so kann ich jetzt hier ganz einfach so kann ich ganz nach hinten fahren, habe hier die Arretierschraube, die mir den Sockel selbst anzieht. Jetzt bewegt sich hier nichts mehr. Ich habe hier eine Fixationsschraube mit einem sehr kurzen Weg, wie ihr das seht, mit der dann die Position fixiert werden kann. Habt hier dasselbe in der Höhe. Das wäre eben den Teil, den man abnehmen kann, damit es wieder in die Tasche passt. Und hier unten habt ihr eine Stellschraube, mit der ihr die Drehbewegung blockieren könnt. So montiert könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Wildtierfotografie macht, euch auch mal 2 Stunden hinter einem Tarnnetz verstecken, ohne dass ihr den Krampf in den Armen kriegt. Oder zum Beispiel auch an einer Flugschau kann das sehr praktisch sein. Wovon ich überrascht bin, ist die Leichtgängigkeit, wenn das Objektiv und die Kamera drauf ist. Als ich es ausgepackt habe, habe ich mir das so gedacht, mein Gott, dreht sich das Ding schwer. Aber wenn dann die 2,5 Kilo, die das da wiegt, Kamera mit Objektiv drauf sind, dann ist das wirklich leichtgängig. Ihr seht das, ich kann das da mit einem Finger, kann ich das hin und her schieben. Ist wirklich extrem leichtgängig. Eine geniale Idee, die ich von einem anderen YouTuber abgeschaut habe, ist das hier. Ich versuche zwischendurch auch kleinere Tiere zu fotografieren, so zum Beispiel
bin ich letzte Woche fast 3 Stunden vor einem Fuchsbau gelegen. Und da ist eigentlich dieses Stativ ist von der Position her viel zu hoch und auch nicht dementsprechend stabil. Also hat der ganz einfach eine geniale Idee gehabt. Der hat sich den Gimbalkopf genommen, da, hat sich eine 3/8 Zoll Schraube bestellt, hat eine alte Bratpfanne genommen. Wenn man dann mal die Schraube getroffen hat, dann funktioniert das recht gut. Ja. So, und schon hat man einen Gimbal-Stativkopf, der etwa das Tele-Unterkante 20 cm ab Boden hat, was einem natürlich bei Kleintierfotografie viel die bessere Höhe gibt zum Fotografieren. Ich finde die Idee genial. Ich werde sein Video, wenn ich es noch finde, auch verlinken, weil auf die Idee muss man zuerst mal kommen. Wie sich dann der Stativkopf wirklich in der Wildnis, haha, in der Schweizer Wildnis machen wird, das werdet ihr dann auf meinem Insta-Kanal und allenfalls auch in Videos auf YouTube werdet ihr dann die Resultate sehen. Wenn euch das Wunder nimmt, dann folgt mir doch auf Insta oder auf YouTube. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like. Bis zum nächsten Mal.